Also, Herr Wehe, auch mal ganz herzliches Dankeschön für die Anmoderation und insbesondere möchte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich zum 26. Polizeikongress grüßen. Zum 7. Jahr in Folge freut sich mein Unternehmen StashCat, Innovationen für moderne Polizeikommunikation auf diesen renommierten Kongress zu zeigen. Mein Name ist Christopher Bick, ich bin Gründer, Geschäftsführer der StashCat GmbH. One of the world's biggest criminal marketplaces used by online fraudsters to buy passwords has been shut down after a global police investigation. The start of an international operation against alleged hackers. To use Genesis Market today didn't get the usual login page, rather they got this message. Meine Damen und Herren, vor wenigen Wochen gab es eine Erfolgsmeldung in der digitalen Verbrechensbekämpfung. Der Genesis Market im Dark Web wurde eliminiert. Der größte Marktplatz für gestohlene Unternehmens- und Behördendaten im Dark Web. Sie alle haben in den letzten Monaten viel über Hackerangriffe gelesen auf deutsche Unternehmen, Behörden, die sogenannten Ransomware-Attacken. Hierbei handelte es sich um eine weltweit angelegte Aktion von vielen beteiligten Polizeien, einen zentral koordinierten Polizeieinsatz und sogar in Deutschland ereigneten sich bundesweit mehr als ein Dutzend Hausdurchsuchungen zur selben Zeit. Ein enormer Erfolg, der eine der größten Handelsplattformen im Dark Web durch eben die sehr gute polizeiliche Zusammenarbeit zu Fall brachte. Dies, meine Damen und Herren, zeigt, wie moderne Polizeiarbeit aussehen muss. Nur ist das heute leider noch nicht immer der Fall. Mit Ihnen gemeinsam möchte ich heute anschauen, wie Polizeikommunikation über Grenzen hinweg erfolgreich funktionieren kann. Lassen Sie mich aber zunächst kurz damit ansetzen, wo kommen wir eigentlich her? Wer ist StashCat eigentlich? Ich habe das Unternehmen 2013 damals mit ehemaligen Studienkollegen von mir gegründet. Wir haben 2016, als wir wirklich rein im Bildungsmarkt unterwegs waren, haben wir eine Anfrage bekommen vom damals niedersächsischen Verfassungsschutz. Und dachten wir, naja, die wollen wahrscheinlich eine Schnittstelle haben, um irgendwie mitzulesen. Wir kannten diesen Sicherheitsmarkt wirklich überhaupt gar nicht. Und interessant war, dass beim Termin dann aber die Polizei aus Niedersachsen mit am Tisch saß und eben schauen wollte, wie kann eine eben sichere Alternative zum damals eben stark verbreiteten WhatsApp-Einsatz, muss man so sagen, und nicht nur Niedersachsen, sondern bundesweit, europaweit, wie kann eine sichere Alternative dazu aussehen? Wir haben ja eine gute Applikation gehabt für den Schulmarkt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, war noch auf einem anderen Level, als wie sie heute ist. Wir haben StashCat einmal komplett umgebaut oder unsere Schulcloud umgebaut und haben damals eben dann die niedersächsische Polizei beliefert mit dem Niedersachsen-Messenger. Und so begann damals unsere Erfolgsgeschichte im Blaulichtmarkt. Heute bewegen sich 1,5 Millionen Nutzer auf unseren sicheren Messenger. Davon sind alleine 220.000 BOS-Einsatzkräfte europaweit. Wir freuen uns unter anderem, die Landespolizei Niedersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern mit unserem Messenger zu beliefern. Auch das Technische Hilfswerk nutzt seit 2021 StashCat und war eben mit dem Messenger, der Anfang 2021, also im März, April ausgerollt wurde, bei der Flutkatastrophe Ahrweiler ein Stück weit vor der Lage. Wir hatten allein im August 2021, als die Flutkatastrophe im vollen Gange war und viele Einsatzkräfte, also alles, was zu mobilisieren war vom THW, kommuniziert hatte, hatten wir in diesem Monat 16 Millionen versendete Nachrichten auf unserem Messenger-Dienst. Unsere Kunden nutzen StashCat selbst oder ein individualisiertes Branding. In Niedersachsen heißt der Messenger Nimes, der Niedersachsen-Messenger. Beim Hermine hat man sich für den alten 2 Meter Funkrufnamen des THW entschieden. Dort heißt es Hermine. Genau. Unsere Kunden nutzen teilweise StashCat über Bring Your Own Device, das heißt über über private Endgeräte oder, und das ist natürlich viel verbreiteter im Mission-Critical-Bereich, dann eben über gehärtete, gesicherte Endgeräte. Steigen wir ins Thema ein und stellen uns die Frage, was sind eigentlich die Herausforderungen heutzutage bei der Polizeikommunikation? Da gibt es einige und eine der wesentlichen ist in Deutschland 16 Bundesländer. Und das ist eigentlich schon eine große Herausforderung. Denn 16 Bundesländer heißt auch 16 einzelne Kommunikationsstrategien. Wir haben mehrere Bundesländer, die wir mit StashCat ausstatten, aber auch diese Länder nutzen eben
teils Individualisierungen, die wir im Produkt eingebaut haben. Und das sind nicht nur die 16 Bundesländern, sondern dazu kommt die Bundespolizei, der Zoll, das THW, Bundeswehr, BKA. Die Liste ist lang. Sie alle kennen die Stakeholder sicherlich und möglicherweise auch noch viel besser als ich. Unterschiedliche Kommunikationsstrategien heißt, dass viele unterschiedliche Kommunikationssysteme eingesetzt werden. Wünschenswert wäre es doch aber, dass behördenübergreifend, landesübergreifend kommuniziert werden kann, dass sich Daten Ende zu Ende verschlüsselt von A nach B, also von einem Land in ein anderes Land übertragen kann und das, obwohl eben unterschiedliche Messenger-Dienste eingesetzt werden. Aus unserer Sicht ist es so, dass übergreifende Kommunikation mit den derzeitigen Kommunikationsmitteln noch nicht möglich ist. In Folge greift man eben zur klassischen E-Mail oder zum Fax. Korrigieren Sie mich gerne, falls ich da falsch liege. Und ich freue mich wirklich auf den Dialog mit jedem Einzelnen von Ihnen. Unser Stand ist direkt vorne gegenüber vom Eingang. Sie dürften uns nicht übersehen haben. Fassen wir es nochmal zusammen. Es gibt Restriktionen beim Austausch von Daten. Die Länder setzen meist auf abgeschottete Lösungen, die zugegebenermaßen in den jeweiligen Ländern auch hervorragend funktionieren. In Folge kostet jeder Datenaustausch enorme Ressourcen, wie auch der Einsatz rund um den vorhin gezeigten Einsatz im Darknet, was ich auf der ersten Folie gezeigt hatte. Eine weitere Herausforderung, die wir beobachten, ist das Thema unterschiedlicher Sprachen in der Europäischen Union. Das führt zu Übersetzungsfehlern, zu Missverständnissen oder Interpretationsfehlern. Meine Damen und meine Herren, wir haben in Deutschland einen Kommunikationsstandard, der ausfallsicher ist und die polizeiliche Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg ermöglicht und täglich im Einsatz genutzt wird. Der Digitalfunk als primäres Einsatzmedium. So wird Sprachkommunikation mit allen Beteiligten heute schon sichergestellt. Aber was machen wir eben mit der Übertragung von Fotos, also wirklich großen Datenmengen, Videotelefonie, Chat, also Chat auf einem Niveau, wie es bei WhatsApp ist. Natürlich kann man mit dem Digitalfunk auch heutzutage schon eben Kurznachrichten übertragen, aber das hat eher was von der SMS. Interessanter ist es doch, wie komme ich dahin, dass ich wirklich auf WhatsApp-Niveau kommunizieren kann. Und hier kommt die sehr gute Technologie an die Grenzen der Kommunikationsbedarfe unseres Zeitalters. Lassen Sie uns die Herausforderungen noch mal kurz zusammenfassen. Fehlende Kompatibilität bei den unterschiedlichen Kommunikationsstrategien der Länder, Barrieren durch unterschiedliche Sprachen und Limitierung bei der Sprachübertragung, insbesondere bei großen Datenmengen. Liebe Besucherinnen und Besucher des 26. Polizeikongresses, heute zeigen wir Ihnen Stashcat die Lösung für moderne Polizeikommunikation, denn durch Interoperabilität entsteht Mehrwert. Nur mal kurz zusammengefasst, was ist Stashcat heute? Stashcat heute bringt mit Ende-zu-Ende verschlüsseltes Messaging, also Messaging auf WhatsApp-Niveau. Sprach- und Videotelefonie auch Ende-zu-Ende verschlüsselt, genauso wie den Datenaustausch, auch wirklich große Daten, die von A nach B transferiert werden können und das eben stets Ende-zu-Ende verschlüsselt. Gruppenchats für auch wirklich sehr große Gruppen. Wir hatten alleine beim THW, haben wir mittlerweile Kommunikationsgruppen, die weit über 20.000 Mitglieder zählt. Die größte Gruppe bei einer Kundeninstallation liegt aktuell bei knapp über 55.000 Teilnehmern. Wir haben ein Location Sharing mit drin, das heißt, ich habe die Möglichkeit als Teilnehmer, die Standorte anderer Teilnehmer einzusehen oder ich habe die Möglichkeit, auch meinen eigenen Standort zu teilen. In Lagen kann das sehr hilfreich sein. Es gibt eine Übersetzungsfunktion, 64 Sprachen hin und zurück, was eben natürlich auch, wenn ich mit fremdsprachigen Kollegen spreche, eben unheimlich unterstützt. Wir sind mandantenfähig, das heißt, ich habe die Möglichkeit, solange die unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen auf einem Server unterwegs sind, also Beispiel Polizei und Innenministerium, da kann ich eine Teilnehmergruppe definieren und habe die Möglichkeit, die Teilnehmergruppe mit einer anderen Gruppe zu verbinden und kann so genau steuern, wer kommuniziert hier eigentlich mit wem. Und wir unterstützen, das sollte heute eigentlich ein Standard sein von jeder Applikation, die in diesen Märkten unterwegs ist, wir unterstützen jedes gängige Betriebssystem. Auch wenn hier zum größten Teil gerade nur Apple-Geräte abgebildet sind, Android wird genauso unterstützt, genauso aber auch wie stationäre Geräte mit nativen Clients, also für Windows und für Mac. Ich möchte jetzt aber erklären, was Föderation für uns bedeutet. Das ist doch das große Thema der Präsentation heute. Und hier sehen wir eine Polizei, die unseren Messenger Stashcat verwendet. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die Polizei Hessen. Sie kommuniziert geschlossen, in sich, erfolgreich und im Falle von Hessen mittlerweile mit knapp 20.000 Teilnehmern, die aktiv auf dem System unterwegs sind.
1% der deutschen Bevölkerung nutzt bereits unsere Technologie, also insgesamt 1,5 Millionen Nutzer, die wir aktuell täglich im System haben. Im Polizeieinsatz oder dann wirklich bei den Hausaufgaben. Aber natürlich haben wir uns mal gedacht, wir wollen 100% ausstatten. Das funktioniert aber nicht, wenn wir realistisch sind, denn die einzelnen Länder sind mit unserer Lösung sehr zufrieden. Es gibt auch Länder, die mit anderen Lösungen sehr zufrieden sind. Auch Bayern hat eine sehr erfolgreiche Kommunikationsstrategie im Bereich Messaging. Eine andere Polizei, hier in grün dargestellt, nutzt einen ganz anderen Messenger. In dem Fall auf Basis von Matrix. Ich zeige hier das Produktelement. Unser neues Produkt, StashCat Connect, ermöglicht das Verbinden von 2 oder mehreren oder wirklich beliebig vielen Polizeien miteinander und sorgt so für einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Austausch von Daten. Chat, Daten, Videos, Bilder und so weiter. Es ist ganz wichtig, dabei festzuhalten, dass wir nicht bridgen, sondern die Nachricht wird auf dem Client, der an der grünen Welt angeschlossen ist, auf dem Smartphone, dort wird die Nachricht verschlüsselt und wird Ende zu Ende verschlüsselt über den StashCat Connect transferiert und wird dann auf dem StashCat Client aufgelöst und kann gelesen werden. Kein Bridging. Die Herausforderung der deutschen Polizeien haben wir natürlich auch auf europäischer Ebene. Unsere Vision ist es, die Möglichkeit zu schaffen, sich untereinander zu vernetzen. Und das ganz unabhängig vom Anbieter. Das Wichtigste ist, dass wir ein einheitliches Protokoll haben, über das wir gehen und kommunizieren können. Unser StashCat Connect bietet Ihnen die Möglichkeit, interoperabel Messages mit anderen Drittsystemen auszutauschen, sich grundsätzlich mit anderen Drittsystemen zu vernetzen. Drittsystem heißt immer ein anderer Polizeiserver oder Server anderer Sicherheitseinrichtung, aus der Katastrophenschutzplan oder auch immer, die Föderation freischalten und so eben Nachrichten austauschen können. Also zusammenfassend grenzübergreifende Zusammenarbeit. Und das, weil wir denken, dass wir mehr Erfolgsgeschichten brauchen, wie ich ganz zu Anfang gezeigt habe beim Takedown der Genesis-Plattform. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir nun weiter diskutieren, wie kann die Föderation aussehen. Wir sind derzeit auf dem Stand, dass wir eine Föderation in echt zeigen können und zeigen können, wie man zum Beispiel von einem Element-Client eben zu StashCat kommuniziert oder umgekehrt. Wir zeigen dort auch ebenfalls unsere Föderationskonsole, denn wir brauchen einen Gatekeeper, der regelt, welche Teilnehmer von einem System, von einem Polizeiserver mit Teilnehmern an anderen Systemen kommunizieren. Also ich kann ja nicht, wenn ich mit einem anderen Polizeiserver föderiere, dann darf es ja nicht so sein, dass jeder Teilnehmer mit jedem kommuniziert oder die Teilnehmer im Internet findbar sind. Wir brauchen einen einheitlichen Protokollstandard. In dem Fall diskutieren wir heute stark über das Matrix-Protokoll. Und wir brauchen eine zentrale Administration. Also im Prinzip muss doch ein Serveradministrator einer einzelnen Polizei regeln können, mit welchen Servern die jeweilige Polizei eben verbunden ist. Liebes Publikum, bevor ich meinen Vortrag beende und mit Ihnen gerne das Thema weiter diskutiere, in bilateralen Gesprächen, möchte ich noch eine weitere Neuerung bekannt geben. StashCat GmbH ist 10 Jahre alt mittlerweile, seit 7 Jahren jetzt auf dem Europäischen Polizeikongress vertreten. Und es gibt eine Neuerung. Denn wir gehören ab sofort zur Secunet AG und krempeln uns einmal um auf komplett rot. Das heißt, wir setzen uns derzeit sehr stark auseinander mit potenziell auch VSNFD-konformer Kommunikation und werden eben gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft der Secunet AG die Themen, die ich eben gerade vorgestellt habe, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit umsetzen und in den deutschen Markt bringen. Genauso wie auf den europäischen Markt. Denn wir sind der Meinung, dass die Polizeien untereinander viel stärker kommunizieren müssen und es bedarf eben Standards, die das gewährleisten. Meine Damen und Herren, ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Dialoge.